Jetzt in diesem Video sehen wir uns eine heidnische Legende an. Im Koran in Sure 18 eine Geschichte von Alexander dem Großen. Lesen wir zuerst aus dem Koran. Und damals, als Mose seinen Burschen sagte, ich werde nicht aufhören, bis ich die Stelle erreiche, an der die beiden großen Wasser zusammenkommen, auch wenn ich lange unterwegs sein muss. Als die beiden nun die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch. Der nahm seinen Weg in das große Wasser und schwamm auf und davon. Als die beiden dann die Stelle passiert hatten, sagte Mose zu seinem Burschen, bring uns unser Frühstück. Diese unsere Reise hat uns viel Mühe gemacht. Er sagte, was meinst du wohl? Vorhin, als wir uns zu dem Felsen zurückzogen, da habe ich den Fisch vergessen, und niemand anderes als Satan hat mich ihn vergessen lassen, so dass ich nicht an ihn dachte. Und er hat seinen Weg in das große Wasser genommen. Eine Sache zum Wundern. Mose sagte, das ist es, was wir haben wollten. Halten wir einige Punkte fest. Erstens, Mose ist mit einem Burschen, das Ziel ist die Stelle, wo die beiden großen Wasser zusammenkommen. Zweitens, der Fisch wird vergessen. Drittens, der Fisch geht ins große Wasser. Viertens, Mose will Frühstück. Fünftens, Mose erfährt, dass der Fisch verschwunden ist. Sechstens, Mose sagt, das ist es, was wir haben wollten. Im selben Kapitel, einige Verse weiter, taucht eine Person mit 2 Hörnern öfter auf. Vers 83, und man fragt dich, Mohammed, nach dem mit den 2 Hörnern. Sag, ich werde euch eine Geschichte von ihm verlesen. 3 Verse weiter steht dann, Vers 86, als er, also der mit den 2 Hörnern, schließlich an den Ort gelangte, an dem die Sonne untergeht, fand er, dass sie in einer verschlammten Quelle untergeht. Der mit den 2 Hörnern gelangt also an den Ort, wo die Sonne untergeht. Und er findet eine verschlammte Quelle. Rudi Paré sagt jetzt dazu, den Versen 60 bis 82 liegt ein Sagenstoff zugrunde, also eine Legende steckt dahinter, der in seinem ersten Teil auf den Alexander-Roman zurückgeht und die Fahrt nach dem Lebenswasser zum Inhalt hat. Mit Lebenswasser meint er das Wasser des Lebens, das Wasser, das das ewige Leben schenkt. Hat Rudi Paré recht? Ist das ein Sagenstoff, die Geschichte von Alexander dem Großen im Koran? Lesen wir aus dem Alexander-Roman, den wir auch unten verlinkt haben. Wir lesen aus dem 2. Buch, Kapitel 39, Vers 2. Alexander zieht voran mit seinem Heer und er kommt an eine Schlucht. Bei dieser Schlucht lässt er eine Brücke errichten und er lässt Folgendes draufschreiben. Hier hat Alexander eine Brücke errichtet und ist mit seinem ganzen Heere darüber gezogen, um das Ende der Welt zu erreichen, wie die Vorsehung es beschlossen hat. Nach 3 Tagen gelangten sie an einen Ort, wo die Sonne nicht schien. Also es geht darum, das Ende der Welt zu erreichen. Und es wird ein Ort gefunden, wo die Sonne nicht mehr scheint. Jetzt ein paar Verse später aus demselben Kapitel im Alexander-Roman, Vers 11. Wir entdeckten einen Ort, wo eine kristallklare Quelle entsprang, deren Wasser glänzte wie Blitze, und eine große Zahl anderer Brunnen. Da ich Hunger hatte, wollte ich Nahrung zu mir nehmen, sagt Alexander. Und nachdem ich den Koch gerufen hatte, sagte ich zu ihm, bereite mir die Tageskost zu. Er nahm nun getrockneten Fisch und ging zum klaren Wasser, um dieses Gericht zu waschen. Aber kaum war er ins Wasser getaucht, nahm er wieder Leben an und entwischte den Händen des Kochs. Dieser aber, erschrocken, unterließ es, mir das Vorkommnis zu berichten, schöpfte aber Wasser aus der Quelle, goss es in ein silbernes Gefäß und bewahrte es auf. Denn der Ort hatte viele reichhaltige Quellen, und wir alle tranken von diesen Wassern. Welch Unglück für mich, dass er mir nicht von dieser Quelle der Unsterblichkeit zu trinken gab, die den Tieren das Leben zurückgibt, der Quelle, die mein Koch das Glück hatte zu finden. Bevor wir die Ähnlichkeiten aufzählen, lesen wir aus dem Koran-Kommentar. Rudi Paré sagt, der als Bursche bezeichnete Gefährte Mose entspricht dem Koch in der Alexander-Sage. Die als Ziel der Reise genannte Stelle, an der die beiden Meere zusammenkommen, entspricht dem Ort, an dem in der Sage der Lebensquelle zu suchen ist. Von 2 Meeren oder großen Wassern ist auch an anderen Stellen des Korans die Rede. Das eine besteht aus Süßwasser, das andere aus Salzwasser. Davor sagt er, merkwürdig ist, dass als Held des ersten Teils Mose genannt ist, nicht Alexander, obwohl dieser in einem späteren Teil derselben Sure 18 die führende Rolle spielt.
Rudi Paré sagt also, dass in Sure 18 die Geschichte von Alexander dem Großen zu finden ist. Nur dass Mohammed hier am Anfang Alexander mit Mose vertauscht hat. Ob er es absichtlich getan hat oder nicht, das ist unklar. Zählen wir die Ähnlichkeiten einmal auf. Links der Koran. Im Koran hat Mose mit dem Burschen das Ziel, die Stelle zu finden, wo die beiden großen Wasser zusammenfließen. Alexander ist mit dem Koch und anderen auf der Suche nach dem Wasser des Lebens. Ein Fisch geht ins große Wasser. Der Fisch geht ins große Wasser. Er entwischt den Koch. Mose will Frühstück. Alexander ruft dem Koch zu, Essen vorzubereiten. Der Fisch wird vergessen. Der Koch vergisst, den Fisch zu erwähnen. Das ist es, was wir haben wollen. Also Mose wollte genau dieses Wasser. Genau das Wasser war es, was auch Alexander haben wollte. Was denkst du? Es gibt einige Parallelen. Glaubst du, das ist Alexander der Große? Übrigens, Alexander sagt von sich selbst, dass Gott ihm Hörner auf dem Kopf wachsen ließ.